In einem der letzten Videos habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, den Ertrag einer Photovoltaikanlage zu verdreifachen, und habe eine Lösung gefunden. Meine Lösung ist eine Automatik, die das Solarmodul optimal zur Sonne ausrichtet. Mit meinem selbstentwickelten Arduino Sun Tracker 1.0 ermittelt der Computer mithilfe von 2 Helligkeitssensoren, von wo die Sonne auf das Panel trifft. Wenn die Sonne von links auf mein Panel scheint, entsteht durch die Plastiktrennwand zwischen den 2 Sensoren ein Schatten auf dem rechten Sensor. Und der Arduino gibt nun das Signal, dass das Panel in ein neues Optimum gebracht werden muss, also einen 90-Grad-Winkel zur Sonne. Jetzt rotiert er das Panel nach links. Erstmal vielen herzlichen Dank für den Support unter dem letzten Sun Tracker Video, denn das Video ist komplett durch die Decke gegangen und hat mittlerweile mehr als 40.000 Aufrufe geknackt. Unter den vielen positiven und konstruktiven Kommentaren gab es eine Person, dessen Verbesserungsvorschlag mein Interesse geweckt hat. Philipp Marius schreibt: Warum nicht das Gyroskop am Fahrrad befestigen und über die Uhrzeit den Sonnenstand tracken und den Winkel verrechnen? Dadurch braucht es dann auch keine Lichtsensoren mehr. Mit der Weiterentwicklung Version 2 meines Sun Trackers will ich jetzt genau das versuchen herauszufinden und im besten Fall die Leistung meiner PV-Anlage weiter zu erhöhen. Zuerst aber, was ist mein Plan? Mein Plan ist folgender. Zur Ermittlung der Position der Sonne ist logischerweise die Uhrzeit und das Datum relevant. So steht die Sonne je nach Tageszeit, aber auch Jahreszeit an unterschiedlichen Positionen und in einem unterschiedlichen Winkel. Daher erweitere ich meinen Arduino um eine Realtime-Clock, also einer digitalen Uhr mit Batterie. Des Weiteren ist auch die geologische Lage wichtig, also wo befinde ich mich auf der Erde, am Nordkap oder in Australien. Besonders gut visualisieren lassen sich die Auswirkungen auf einer der vielen freien Webseiten für Sonnenpositionen, wie zum Beispiel sonnenverlauf.de. Nachdem sich meine Längen- und Breitengrade auf meiner geplanten Radtour über die Alpen nur unwesentlich verändern, ebenso wie die Jahreszeit, habe ich mich dazu entschlossen, anstatt einer dynamischen Berechnung die berechneten Werte zu exportieren und so dem Arduino als Tabelle vorzugeben. Damit ich nun mein Panel perfekt ausrichten kann, ermittle ich mit Hilfe eines digitalen Kompass statt einem angesprochenen Gyroskop, in welche Richtung mein Fahrrad sich bewegt. Im Zusammenspiel von Uhrzeit und Fahrtrichtung lässt sich der Sonnenstand relativ zum Fahrrad berechnen. Der Arduino ermittelt dann die optimale Position des Solarpanels, was im Idealfall 90 Grad zur Sonne wäre, und rotiert das Panel. So die Theorie, jetzt müssen aber erstmal alle neuen Bauteile verkabelt werden. Auch dieses Mal nutze ich wieder einen Arduino Mega als Controller. Beim Kompass habe ich mich für ein GY273 Dreiachs-Kompass-Magnetometer-Modul entschieden, das über den I2C-Bus angeschlossen ist. Auf dem Arduino-Board sind das die SCL- und SDA-Pins. Laut Spezifikation soll es damit leicht möglich sein, einen digitalen Kompass zu bauen. Um auch nach dem Ausschalten des Arduinos die korrekte Uhrzeit zu behalten, muss die Uhr mit einem separaten Akku betrieben werden, der auch bei Stromausfällen oder Betriebspausen weiterläuft. Hierbei nutze ich ein AT24C32 Realtime Clock Modul, das mit einer LIR 2032 Batterie betrieben wird. Dieses Modul nutzt ebenso den I2C-Bus, so dass wir keine weiteren Pins blockieren. Wenn ihr euch für meine genutzten Bauteile interessiert, ich habe euch wie immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bevor wir aber alles zusammenlöten und die Steuerung programmieren, gilt es herauszufinden, ob und wie ich an meine gewünschten Werte komme. Es gibt mittlerweile für fast alle handelsüblichen Module und Komponenten Bibliotheken und Beispiele im Internet. Daher gilt es im ersten Schritt für meine Anwendung die beste zu finden. Dabei greife ich unter anderem auf YouTube und GitHub zurück. Meist gibt es gute Erklärvideos mit verlinkten Source Code zu finden. Fangen wir mit der Realtime Clock an. Das Modul habe ich über den I2C-Bus angeschlossen, das heißt, ich habe die Pins des 5V, Masse, SCL und SDA exemplarisch auf dem Breadboard verbunden. Hier bin ich gleich von Anfang an auf die Bibliothek RTClib von Adafruit gestoßen. Mit ihr kann ich eine Uhrzeit und Datum setzen und die wesentlichen Werte wie Stunden, Minuten abfragen. Nach dem Flashen des Beispielcodes wird die Uhrzeit des Komprimierungszeitpunkts gesetzt. Diese ist zwar nicht auf die Sekunde genau, aber erstmal ausreichend. Für das Kompassmodul habe ich die Bibliothek QMC 5883 L Compass von M-Programs gefunden. Sie erlaubt mir, die Fahrtrichtung des Fahrrads abzufragen. Leider hatte ich bereits von Anfang an Probleme mit einer stabilen Messung. Dank eines YouTube-Videos habe ich ein Programm, mit dem man den Kompass kalibrieren kann, gefunden.
Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach erfolgreicher Kalibrierung konnte ich auch nachvollziehbare Werte messen, die zum Beispiel nach einer Drehung um 360 Grad wieder den gleichen Wert ergeben. Ein paar Ungenauigkeiten gibt es aber weiterhin. Wenn der Kompass zum Beispiel geneigt wird, dann verändert sich das Signal massiv. Das wird aber hoffentlich in der Praxis keine große Rolle spielen, da es fest an meinem Fahrrad verbaut wird. Nachdem ich nun herausgefunden habe, wie ich meine neuen Module ansprechen kann und getestet habe, dass sie auch funktionieren, kann ich die neue Schaltung zusammenlöten und das Solar-Tracking-Programm umbauen. Eine große Schwachstelle beim Suntracker 1.0 ist die Drehmechanik gewesen. Der Verlängerungsarm, welcher den Winkel des Solarpanels verändert, ist mit einer Mountingplatte an dem Schneckengetriebsmotor befestigt. Leider lockert sich immer wieder auf der Fahrt die Halterung nach einiger Zeit und konnte auch nicht mit einem anderen Hilfsmittel ausreichend festgemacht werden. Eine neue und bessere Lösung musste her. Da kam ich auf die geniale Idee, einen Riemenantrieb zu bauen. Er soll die Kraftwirkung auf beide Seiten verteilen und außerdem auch eine extrem widerstandsfähige Mechanik nutzen. Wenn der Riemen straff gespannt ist, rutscht er nur schwer vom Antriebsrad des Servomotors. Um eine maximale Auflagefläche des Riemens zu erreichen, habe ich 4 Umlenkrollen verbaut. Erst wird der Riemen beidseitig nach oben gezogen, wird mit 2 äußeren an die Mountingplatte am Solarpanelrahmen gelenkt. Den Riemen befestige ich links und rechts mit aus ABS 3D gedruckten Halterungen, die den Riemen durch entgegenlaufende Zähne verkeilen. Ich staunte nicht schlecht, was beim ersten Versuch passiert. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, abonniert gerne meinen Kanal, denn hier geht es um Themen rund um Photovoltaik und den Einsatz zur Fortbewegung, wie beispielsweise hier an meinem solarbetriebenen Fahrrad. Jetzt aber viel Spaß weiter im Video. Ich wollte das Panel drehen, doch es lässt sich nicht bewegen und der Riemen spannt sich, wenn ich das Panel aus der horizontalen Position drücken will. Ausgangspunkt meiner Idee war, dass sich die Riemenlänge nicht ändert, da das Panel sich auf einer Kreisbahn dreht. Durch die Umlenkung, die nicht runde Kreisbahn des Riemens und durch die festen Endpunkte ändert sich allerdings die Länge des Riemens beim Drehen. Mithilfe von selbstgebauten Riemenspannern wollte ich die Differenz der Position ausgleichen. Problem ist dabei allerdings jetzt, dass das Panel sich um die Federspannlänge ohne Motordrehung bewegen kann. Statt einer stabilen Mechanik habe ich jetzt einfach ein Trampolin gebaut. Nachdem ich genug von unnötig komplizierten Techniken hatte, habe ich jetzt viel Geld in die Hand genommen und in einen Hochleistungs-Linearmotor investiert. Dieser kann sich mit 40 mm pro Sekunde ausfahren, was bei einer Hublänge von 20 cm eine Zeit von 5 Sekunden ergibt, um das Panel von rechts nach links zu drehen. Um die 20 cm Hub nicht komplett auszureizen und einen guten Kompromiss zwischen Hub und Stabilität des Linears zu finden, habe ich mich für 18 cm Hub entschieden. Um die Kraftwirkung und Montageposition zu errechnen, hat mein Physiklehrer Herr Geithner eine super geniale GeoGebra-Datei erstellt, mit der sich alle Kräfte auslesen und Befestigungspositionen testen lassen. Für den Linearantrieb habe ich 2 gelagerte PLA-Mounts designt und am Fahrrad sowie Solarpanel montiert. Der Linearmotor ist mit M5 Schrauben montiert und wird mit 5 Kabeln vom Arduino gesteuert. Als Motorcontroller nutze ich einen im 3D-Druckbereich weit verbreiteten Servomotor-Controller. Der Linearmotor verfügt über ein integriertes Potentiometer, womit ich die Position des Hubarms ermitteln kann. Daher entfallen die in Version 1 benutzten Endtastschalter. Jetzt können wir endlich unser Programm testen. Zunächst muss der Kompass kalibriert werden, dabei muss er wie bei einer Drohnenkalibrierung in alle Richtungen gedreht werden. Leider ist jetzt allerdings schon vor der Aktivierung des Motors aufgefallen, dass sich das Kompasssignal massiv verändert, wenn ich das Modul näher ans Fahrrad bringe. Grund dafür ist das viele Metall des Fahrrads sowie Solarpanelrahmens, der das Signal stört. Da ich keine Möglichkeit habe, den Kompass 2 Meter von meinem Fahrrad entfernt zu montieren, muss ich mir eine andere Methode ausdenken, mit der ich die Fahrtrichtung meines Fahrrads ermitteln kann. Meine Lösung ist ein GPS-Modul. Ich habe mich für ein Low-Budget GPS-Modul Neo 6M mit externer Keramikantenne entschieden, denn dadurch erhält man ein deutlich stabileres und stärkeres Signal. Das GPS muss mit 3 bis 5 Volt betrieben werden, da das GPS-Modul nicht nur Breitengrad und Längengrad in einer der Darstellungsformen DMS, DMM und DDD übermittelt, sondern auch die GPS-Zeit,
ersetzt sich zusätzlich noch das Realtime Clock Modul. Wie bereits bei den anderen Modulen zuvor habe ich nach einer Bibliothek im Internet gesucht, mit der ich die Uhrzeit und Fahrtrichtung des Fahrrads auslesen kann. Ein GPS-Empfänger ermittelt seine Position über die Triangulierung verschiedener Satelliten. Die Fahrtrichtung kann also nur über eine Veränderung der Position geschehen, was bedeutet, dass ich eine Bibliothek suche, die am besten eine solche Berechnung schon intern macht, sodass ich es nicht selber programmieren muss. Gefunden habe ich diese Funktion in einer Bibliothek TinyGPS Plus von Michael Hart, was eine Erweiterung der bekannten TinyGPS darstellt. Das GPS liefert mir die Uhrzeit als Greenwich Mean Time, das heißt, ich muss entsprechend für unsere Sommerzeit 2 Stunden hinzuaddieren. Die Uhrzeit aktualisiert sich, sobald das GPS-Signal erkannt wurde. Viel testen im Haus konnte ich nicht, da, wie bereits gesagt, der GPS-Empfänger in Bewegung sein muss, um einen Wert zu liefern. Aber sobald das Signal gefunden wurde, hat dies sehr gut funktioniert. Endlich ist alles verkabelt, verschraubt und fertig für den ersten Test. Morgen geht es nach Frankreich, nach Grenoble, zum Start der Suntrip Solarbike Rallye 2022 Alpen Edition. Zum Glück funktioniert das Sun-Tracking-System soweit extrem gut. Jetzt wird sich auf dem Extremtest zeigen, ob es die 2900 Kilometer lange Tour durchhält. ...21 Tage später und der Sun-Tracker funktioniert wie am ersten Tag. Über die letzten 2900 Kilometer hatte der Sun-Tracker gerade mal 27 kurze Falschpositionszeiten, in denen das Solarpanel auf der falschen Seite oder nicht im richtigen Winkel war. Grund dafür war schlechtes oder gar kein GPS-Signal, was vor allem bei dichten Wäldern oder Tunneln auf Pässen auftrat. Mit meinem ersten Sun-Tracker-Programm wäre das Panel aus solchen Falschstellungen nicht mehr rausgekommen. Dank der dauerhaften Aktualisierung des GPS-Signals wird das Panel jetzt aber kurz nach dem Fahren aus dem Tunnel wieder perfekt ausgerichtet. Nach mittlerweile über 2 Monaten Entwicklungsarbeit und 4 Wochen Testen im Dauereinsatz stehe ich jetzt hier und kann stolz verkünden, dass meine entwickelte Mechanik und Programmierung perfekt funktioniert. Dank meiner Sun-Tracking-Automatik habe ich auf der Suntrip Solarbike Rallye mit weitem Abstand den größten PV-Ertrag erzielen können. Besonders abends und morgens konnte ich mehr als 200% Ertrag erzielen im Vergleich zur festen horizontalen Montage. Wenn ihr euch jetzt denkt, sowas will ich auch bauen und umsetzen, egal ob an einer Balkonkraftanlage oder auch an einem solarbetriebenen Fahrrad, stelle ich euch wie letztes Mal meinen gesamten Code sowie alle von mir genutzten Bauteile zur Verfügung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Video interessant fandet oder hilfreich, lasst gerne ein Like da. Abonniert unbedingt meinen Kanal, denn in den kommenden Wochen und Monaten kommen noch so einige krasse Projekte auf euch zu und die wollt ihr sicher nicht verpassen. Wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht sogar Verbesserungsideen, die ich umsetzen soll, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao! You got dynamite, that smile's gonna be the end of me.